Wer Schweißfüße hat, der weiß, wie unangenehm das sein kann. Und zwar nicht nur, wenn man gerade bei Freunden zu Besuch ist und dort die Schuhe ausziehen soll, sondern auch, weil Schweißfüße sehr oft in einer Kombination mit einem unangenehmen Fußgeruch auftreten. Die Ursachen von Schweißfüßen können sehr vielfältig sein. Es kann beispielsweise einfach eine genetische Veranlagung zu Schweißfüßen bestehen. Es kann durch Hormonschwankungen in der Pubertät, in der Schwangerschaft oder auch in den Wechseljahren entstehen. Medikamente können dafür verantwortlich sein, Übergewicht oder auch Stoffwechselerkrankungen. Also ihr seht, die Bandbreite an Ursachen ist relativ groß. Aber keine Sorge, keiner muss mit Schweißfüßen leben und sie einfach so hinnehmen. Ich stelle euch heute einige Mittel vor, mit denen ihr Schweißfüße effektiv behandeln könnt. Und bleibt auch unbedingt bis zum Ende vom Video dran, denn da gebe ich euch einige Tipps, wie ihr der Entstehung von Schweißfüßen vorbeugen könnt. Alle Mittel, die ich euch jetzt gleich vorstelle, die habe ich übrigens auch zusammengefasst und euch unterhalb von diesem Video aufgelistet in der Videobeschreibung, also schaut da gerne mal rein. Bei Schweißfüßen ist es sehr empfehlenswert, regelmäßige Fußbäder zu machen. Es gibt Fußbäder, die speziell auf Schweißfüße ausgelegt sind. Diese haben beispielsweise Zusätze, die antibakteriell wirken oder haben auch ätherische Öle als Zusatz. Diese Zusätze wirken einer Geruchsbildung entgegen und erfrischen gleichzeitig die Füße. Ein solches Fußbad kannst du gerne mehrmals die Woche anwenden. Wichtig ist es jedoch, deine Füße nach dem Fußbad wirklich gründlich abzutrocknen, vor allem auch in den Zehenzwischenräumen. Ein Fuß- und Schuhpuder hält die Füße trocken und unterbindet gleichzeitig die Entstehung unangenehmer Gerüche. Da das Puder austretenden Schweiß an sich bindet, sorgt es dafür, dass deine Füße lange Zeit trocken bleiben. Außerdem hat das Puder in der Regel auch gleichzeitig noch desodorierende Wirkstoffe, was bedeutet, dass deine Füße gleichzeitig auch noch einen frischen Geruch erhalten. Es gibt ganz unterschiedliche Puder. Es gibt einerseits ein Puder, das für die Füße und die Schuhe geeignet ist. Hier ist die Anwendung so, dass du das Puder auf deine Füße aufstreust, ganz besonders auch in die Zehenzwischenräume, und du kannst das Puder auch in deine Schuhe einstreuen. Dann gibt es wiederum ein Puder, das ist nur für die Schuhe gedacht. Das streust du dann nicht auf die Haut, sondern nur in deine Schuhe rein. Fuß- und Schuhdeos hemmen einerseits die Schweißbildung und sorgen so für trockene Füße, aber andererseits unterbinden sie auch gleichzeitig das Entstehen von unangenehmen Gerüchen. So musst du also keine Angst mehr haben, deine Schuhe auszuziehen, wenn du irgendwo zu Besuch bist. Es gibt sogar auch Sprays wie beispielsweise das von Gevol, das auch antimikrobielle Wirkstoffe hat und somit auch vor Fußpilz schützt. Auch hier ist die Anwendung wieder sehr einfach. Das Spray wird einfach bei Bedarf direkt auf die Füße und in die Zehenzwischenräume gesprüht, und dann gibt es auch noch Sprays, die sind für die Füße und die Schuhe geeignet. Die kann man zusätzlich also auch noch in die Schuhe sprühen. Antitranspirant-Cremes sind spezielle Fußcremes, die die Schweißbildung an deinen Füßen hemmen. Das kann durch verschiedene Wirkstoffe entstehen, wie beispielsweise Aluminiumchlorid. Aluminiumchlorid zieht die Schweißkanäle zusammen und verhindert so das Austreten von Schweiß. Deine Füße bleiben also damit länger trocken. Gleichzeitig enthalten auch diese Cremes wieder desodorierende Wirkstoffe, so dass deine Füße einen angenehmen Geruch erhalten. Je nach Herstellerempfehlung trägt man die Creme in der Regel 1- bis 2-mal täglich auf die Füße auf und lässt sie dann einfach einziehen. Anschließend können dann wie gewohnt Socken und auch Schuhe angezogen werden. Kommen wir zum nächsten Tipp. Das sind spezielle Einlegesohlen gegen Fußschweiß, die du in deine Schuhe einlegen kannst. Diese Einlegesohlen saugen austretenden Fußschweiß zuverlässig auf und sorgen so für ein trockenes Klima in deinem Schuh und gleichzeitig somit natürlich auch für trockene und angenehm riechende Füße. Die Einlegesohlen gibt es natürlich in verschiedenen Größen, so dass auch wirklich für jeden was dabei ist. Außerdem gibt es sie auch in verschiedenen Materialien. Die effektivsten Materialien, die man zur Bekämpfung von Schweißfüßen anwendet, sind Aktivkohle, Zedernholz und Zimt. Hier musst du bei der Anwendung auch gar nicht wirklich großartig etwas beachten. Du legst die Sohlen einfach in deine Schuhe ein und schon kann es losgehen. Wenn du Probleme mit Schweißfüßen hast, dann solltest du beim Sockenkauf wirklich ganz genau hinsehen. Synthetik kann nämlich im Gegensatz zu anderen Materialien Schweiß nicht absorbieren.
Was bedeutet, dass dein Schweiß auf der Haut verbleibt und nach einiger Zeit anfangen kann, unangenehm zu riechen. Deswegen solltest du darauf achten, dass deine Socken möglichst entweder gar keinen oder nur einen sehr geringen Synthetikanteil besitzen. Viel besser als Socken aus Synthetik sind welche, die entweder aus Bambus oder auch aus Baumwolle sind. Hier ist es so, dass Bambus und Baumwolle den Schweiß viel besser absorbieren können und dein Fuß somit trocken bleibt. Das waren jetzt also die Tipps, wie du Schweißfüße behandeln und loswerden kannst, und jetzt folgen noch einige Hinweise, was du beachten solltest, damit Schweißfüße gar nicht erst entstehen. Schweiß ist in der Regel immer erst einmal geruchslos. Erst wenn er längere Zeit auf der Haut verbleibt, ist es so, dass er sich auf der Haut zersetzen kann und ein unangenehmer Geruch entsteht. Deswegen ist es auch so wichtig, deine Füße wirklich immer trocken zu halten. Sehr wichtig ist es natürlich auch, deine Füße nach dem Duschen oder nach dem Fußbad wirklich sehr, sehr gründlich abzutrocknen, vor allem auch in den Zehenzwischenräumen, da sich hier einfach gerne Feuchtigkeit sammelt. Egal für welche Behandlungsmethode du dich entscheidest, ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass du sie konsequent anwendest, denn nur so führt sie auch zum Erfolg. Du kannst im Übrigen auch mehrere Behandlungen miteinander kombinieren. Beispielsweise kannst du eine Antitranspirant-Creme auf deine Füße auftragen, während du gleichzeitig ein spezielles Schuhpuder in deine Schuhe einstreust. Getragene Socken solltest du am besten täglich wechseln und bei 60 Grad waschen. Denn erst bei hohen Temperaturen werden auch die Bakterien abgetötet, die für den unangenehmen Fußgeruch verantwortlich sind. Wechsle am besten auch deine Schuhe täglich. Es ist nämlich so, dass die Gefahr der Geruchsbildung noch schneller in einem feuchtwarmen Klima steigt, da hier schnell Bakterien entstehen können. Deswegen ist es wichtig, deine Schuhe vollkommen auszutrocknen. Es gibt auch spezielle Schuhdesinfektionssprays. Ich empfehle immer, ein Spray speziell in die Schuhe einzusprühen, sie komplett austrocknen zu lassen und am nächsten Tag dann einfach ein anderes Paar Schuhe anzuziehen und die Schuhe so regelmäßig täglich zu wechseln. Genau wie bei den Socken solltest du auch bei den Schuhen auf ein atmungsaktives Material achten, damit austretender Fußschweiß auch nach draußen absorbiert wird und deine Füße immer trocken bleiben. Trage wenn möglich im Sommer oder auch bei warmen Temperaturen offene Schuhe. Hier ist es so, dass der austretende Schweiß einfach schnell verdunsten kann und unangenehme Gerüche am Fuß gar nicht erst entstehen. Solltest du viel Sport treiben oder auch gerne wandern, dann ist es immer sinnvoll, ein paar Ersatzsocken dabei zu haben, damit, falls du stärker schwitzt, deine Socken direkt wechseln kannst. Sollten die genannten Tipps nicht helfen, dann ist es sehr sinnvoll, einen Arzt mit dem Problem aufzusuchen, um hier weitere geeignete Behandlungsmethoden zu besprechen. Das war es dann jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Alle vorgestellten Produkte bzw. alle Produkte, die ihr zur Behandlung benötigt, habe ich euch unterhalb von diesem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Also klickt euch da gerne mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.